Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich wollte noch mal einmal Danke sagen, dass sich dann doch ein paar Leute gefunden haben und ja, dann bei mir auf Instagram mal vorbeischauen. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr da am Start seid und dass da vielleicht auch einige von euch da mitziehen. Das freut mich auch sehr, finde ich sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und was auch noch eine sehr erfreuliche Nachricht ist, wo ich euch auch auf jeden Fall mal dran teilhaben lassen wollte und mal drüber mitteilen wollte, ist die Projektgilde, die ich in dem letzten Projekt-Account-Video mal vorgestellt hatte. Tatsächlich haben sich da schon 31 Mitglieder gefunden. Das finde ich sehr, sehr nice und auch sehr, sehr cool, dass da so viele Leute Bock drauf haben, so einen Projekt-Account mal einfach zu erstellen. Und das nicht ganz alleine, sondern zusammen in der Community-Gilde hier auf dem Server. Finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und es haben auch die meisten, glaube ich, hier alle reingeschrieben, was die so für Projekte am Start haben. Ich bin hier nur stiller Beobachter und werde das Ganze mal hin und wieder mal hier vorbeischauen, ja, und werde mal gucken, wie weit die sind und falls ihr oder falls ihr da mitmachen wolltet, dann bin ich hier Offizier und dann könnt ihr euch auch an mich wenden. Ansonsten die anderen Offiziere nehmen euch da auch sehr gerne an. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass hier die Leute so ein bisschen Spaß dran haben, so eine Projekte hier zu verfolgen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, und sehr lieb von dir, Dankeschön. Und finde ich sehr, sehr nice auf jeden Fall. Coole Sache und ich bin aber gespannt, was da so rauskommen wird. Ja, jeder hier hat hier so sein eigenes Projekt hier am Start. Ich gehe die nochmal ganz schnell alle durch hier. Also ist sehr, sehr cool auf jeden Fall und freut mich wirklich sehr, muss ich sagen. Ja, habe ich jetzt, glaube ich, schon zum 3. Mal gesagt. Aber es ist mal was anderes, es ist eine komplett andere Gilde, ja. Und deswegen, unterstütze ich das auf jeden Fall auch. Gut, kommen wir mal jetzt zu meinem Account. Jetzt haben wir genug andere Accounts gesehen. Jetzt bin ich an der Reihe. So, wir schauen mal, was wir hier zu tun haben, bevor wir hier mal in die Stadtwache abholen. Werden wir erstmal hier das Equipment natürlich wieder ein bisschen ändern, aber davor werden wir hier nochmal einen Fight durchführen und nochmal einen Dungeon-Kampf auch nochmal gleich bewältigen. Ich werde mal, warte, wird kurz laut, kurz mal die Ohren zuhalten, kurz mal vielleicht den Sound runterdrehen. Okay, gut. Ich wollte hier noch kurz den Sound anstellen, ist immer noch ein bisschen laut, aber ist egal, jetzt müssen wir da jetzt so durch. Holen das Gold ab hier, Goldgrube auf 42, Edelsteinmine jetzt gerade im Ausbau zu Stufe 49, sehr nice auf jeden Fall. Und dann haben wir auch schon bald die 50, ich muss mal gucken, wie es hier gleich mit meinem Achievement vorangeht. Da sind wir, glaube ich, schon relativ weit vorne, weil wir ja auch schon das eine oder andere Minenlevel erreicht haben, ja. Mal gucken, schauen wir ins Achievement-Buch. Viel ist hier ja nicht mehr abzuholen. Der Super-Duper-Held dauert auch nicht mehr so lange. 2 Monate noch, mir fehlen noch 4 Level. Noch ein bisschen weniger als 2 Monate wahrscheinlich, bis ich Level 500 erreiche. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, ja. Ich hatte so im April hatte ich mit gerechnet gehabt, ehrlich gesagt. Aber es könnte sein, dass es tatsächlich auch schon ein bisschen vorher sein wird. Wäre natürlich lustig irgendwie am 1. April. So, das wäre natürlich, ja gut, aber mal gucken. So, Schattenspieler und Schnapsiale, gut, das wird natürlich noch ein bisschen dauern hier, aber ansonsten, Zauberschule, ja, dauert auch noch alles. Hier, wir sind bei 90, 10 Stufen brauchen wir nur, also jeweils eigentlich nur noch 5, ja, weil weil das ja doppelt so schnell geht quasi, also sind wir hier beim Tiefbaumeister auch bald fertig. Runenmaster bin ich nicht so hinterher, muss ich sagen, dadurch, dass ich da ja nicht so viel investiert habe in den Arena Manager, da können wir auch mal gleich nochmal reinschauen, da waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Ja, was soll ich sagen? Also, es läuft halt mehr oder weniger. Ja, eher weniger. Aber man sieht halt, man kommt halt nicht mehr so voran, ne, wenn man sich jetzt keine Boosts holt oder keine Timeskips und sowas. Und ja, ist mir eigentlich auch im Prinzip egal, so muss ich sagen. Ja, ich opfer jetzt immer so ungefähr, wenn ich meinen Runenstand erreicht habe. Also jetzt bald werde ich dann auch wieder opfern. Und bis dahin, ja, lasse ich den Arena Manager sein. Ja, gut. Ich habe übrigens, wo habe ich das her? Ich glaube, das habe ich aus einer Quest gefunden, oder? Ja, ich glaube, das habe ich aus einer Quest gefunden. Ich habe ein neues Item hier. Ein ehemaliges Glücksitem, ja, also
Vor ein paar Monaten hätte ich mich darüber noch aufgeregt, weil es da halt ein Glücksitem ist und jetzt gibt es ja keine Glücksitems mehr in dem Sinne. Jetzt ist halt ein 3-Stat, ja, mit Rune auch noch mit am Start. Widerstand gegen alles, 7%, nice, nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, das habe ich auch 6-mal erstmal verbessert. Könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr verbessern, weil das ja ein aktuelles Item ist. Attribut-Upgrade. Oh, machen wir mal nochmal ein 7. Mal. So, da haben wir dann wieder noch ein paar Stats mehr. Und den Fire Ring, was ist das denn hier? Achso, ich hatte gerade geguckt, weil es ist ja Stärke außer. Hier, nämlich mein Marquardt hat den Feuerring jetzt bekommen, den ich vorher hatte. Und ihr seht ja, plus 38 Stats ist auf jeden Fall nice. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und das gleich mitgenommen. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, haben wir einige Attribute auf jeden Fall wieder gut gemacht. So, gut, wir haben ein bisschen Geld auf der Bank. Das werden wir mal gleich verbraten hier. Und Glücksrad holen wir auch gleich mal ab, so gut es zumindest geht. Ja, das ist halt immer belastend. Hier volles Inventar ist immer... Ja, ich kann was in die Toilette werfen. Wir haben ja jetzt hier, das ist der Ring übrigens von meinem Marquardt. Den hat er davor gehabt. Den können wir ja in die Toilette schmeißen. Da bekommen wir ja die Ressourcen wieder. Mal gucken, wir haben ein Geschick-Item da draus bekommen. Geschick für die Kunigunde. Mal gucken, was sagst du? Minus 31. Bist ja... Also der Ring der ist schon komplett alt. Der ist schon richtig alt, ja. Und deswegen werden wir den Gegenstand zerlegen hier. Ja. Und ich mache nochmal, ja, weil beim letzten, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann hatte ich auch hier Rechtsklick auf das Item gemacht und Gegenstand zerlegen und dann haben irgendwie ein paar Leute gesagt, du musst das zum Schmied bringen und zerlegen, sonst bekommst du deine Kristalle nicht so. Wir können mal gucken. Wie habe ich? 69k, ja, und ja. Deswegen werden wir das jetzt mal Gegenstand zerlegen. Ja, man sieht halt schon, man bekommt trotzdem halt hier 69 und jetzt sind wir bei 97. Also ich habe da auch alle meine Kristalle wiederbekommen. So, weit, so gut. Und wir haben einen Epic in die Toilette geworfen. Das ist natürlich auch ganz nice. Das heißt, wir können schon bald den Füllstand hier wieder... Oh, morgen ist quasi schon wieder eine neue Spülung dran. Ja? Einen Edelstein noch reinwerfen und dann haben wir die Klo-Aura auf 65. Das ist natürlich auch nice, ne? Da fehlt uns da auch nur noch eine Aura-Stufe. Dann haben wir das Ding auch maxed out, ja? Stufe 66 ist das Maximale, weiter geht's ja nicht. Dann sind wir da auch auf jeden Fall im Endgame angelangt, ja? Wenn man das jetzt so sagen kann. Ich meine, wenn es nicht mehr weitergeht, ne, dann ist klar, dann ist natürlich auch irgendwann Schluss, ne? Endgame quasi. Gut, wir drehen weiter. Haben wir ein Item bekommen? Habe ich jetzt nicht gesehen? Nö, haben wir nicht. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz zu den Pets rein. Eieiei, hier sieht es nicht so gut aus bezüglich der Früchte. Da könnte es auf jeden Fall mal wieder ein bisschen besser sein. Aber wir kriegen zumindest hier Koko für auf 200. Das ist ja zumindest ein bisschen erfreulich, ja. Sehr nice. Und die anderen Früchte, die fehlen uns. Da können wir erstmal nicht so viel mit anfangen. Ja, schade. Vielleicht bekommen wir da im Verlauf des Tages noch was heute. Mal gucken, was sagt denn die Quest? 5-mal ein Dungeon-Gegner. Gut, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin, denke ich mal. Das können wir ja auch noch im Dings machen hier, schnell im Video hier. Sonst hätte ich das jetzt... ich habe, glaube ich, jetzt mit... Ja, ich habe, glaube ich... Ja. Ich habe, glaube ich, jetzt 5-mal mit meinem... Ja. Muss ich, glaube ich, jetzt nicht mehr viel zu sagen, ne? Ja. Genau. Wir haben auf jeden Fall die Quest erledigt. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist schön. So, sehr nice. Und dann sind wir hier auf dem Account auch schon durch für heute. Wir können noch mal kurz hier auf den Battlemage gucken hier. Noch schnell mal hier so ein bisschen hier alles Schnelldurchlauf einmal angreifen. Zack, hier Dämonenportal haben wir heute schon angegriffen. Jetzt sind wir hier durch. Zack, nochmal hier kurz Bersi. Nochmal hier eine Quest annehmen. Zack, Festung blinkt. Habe ich gesehen. Edelstein suchen. So, Unterwelt. Da muss ich hier nur noch die beiden Gebäude ausbauen. Dann sind wir da auch
soweit fertig. Und ja, machen wir hier auch noch mal schnell alles im Speedrun sozusagen. Ja, auch wenn es nicht klappt. Hier muss ich, glaube ich, noch Erfahrung abholen, ne? Ja, hier Goldgrube auf 20. Ab 25 kann man ja dann abholen und ausbauen gleichzeitig. Das ist auch sehr nice. Und ja, das war der Projektaccount hier. Gut, das war's soweit mit dem Video. Hier war nochmal schnell eine Quest ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, falls der Fall sein sollte, könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.